Wähle irgendein Thema und wir sprechen über Fragen, die es noch nie zuvor gesehen hat. Diese stehen nicht im Internet. Und Grokford ist intelligenter als fast alle Masterstudenten sämtlicher Fachrichtungen. Ein perfekter Kreis, keine Zugangsspuren, keine menschliche Erklärung und das direkt neben einer der modernsten Satellitenstationen Deutschlands. Genau das entdeckten Forscher im Sommer 2014. Eine gewaltige, 75 Meter große Konformation mit einer Geometrie so präzise, dass sie fortgeschrittene mathematische Konstanten widerspiegelte. Kornkreise sind im Grunde hochkomplexe Muster und Strukturen in Feldern. Die meisten hielten es für einen Schwindel, doch 11 Jahre später tauchte eine zweite Formation auf, und diesmal speiste jemand die Daten in Grok ein. Um Grok zu enthüllen, es handelt sich um das neueste System künstlicher Intelligenz. Grok verknüpfte die Daten mit Radiowellen, Sonnenstürmen und sogar mit Quantenphysik. Punkt. Es lieferte eine einzige Übersetzungszeile, die auf etwas hindeutete, das Erdwissenschaftler kaum verstehen, und sagte anschließend eine dritte Formation voraus. Eine Formation, die zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht existierte. Groks Geometrieanalyse. Als das Team den vollständigen Datensatz des Kornkreises von Resting in Grok hochlud, erwartete man nichts Ungewöhnliches. Man rechnete mit Mustererkennung, vielleicht einer Übereinstimmung mit bekannten Spiralen oder antiken Symbolen. Doch das Ergebnis war etwas völlig anderes. Grok schloss einen menschlichen Ursprung nahezu sofort aus. Nach etwas mehr als 37 Minuten ununterbrochener Berechnung lieferte die KI eine detaillierte Analyse der Struktur sowie eine Wahrscheinlichkeitsbewertung. Sie kam zu dem Schluss, dass die Wahrscheinlichkeit, dass die Formation von Menschen geschaffen wurde, unter 0,05% liegt. Dieser Wert basierte auf dem Vergleich mit über 3000 von Menschen geschaffenen Spiraldiagrammen, Geoglyphen und kulturellen Mustern aus 4 Jahrhunderten. Eine weitere Konformation tauchte kurz darauf in Deutschland auf und Tausende strömten dorthin, um sie mit eigenen Augen zu sehen. Doch keine dieser Formen erreichte auch nur 10% Übereinstimmung mit der inneren Struktur von Resting. Die KI identifizierte 4 zentrale Anomalien. Punkte. Die erste betraf die Geometrie. Die Ringe waren im goldenen Schnitt angeordnet mit einer Genauigkeit bis auf 4 Dezimalstellen. 1,6180. Eine solche Präzision ist manuell kaum zu erreichen, insbesondere über 75 Meter unebenes Gelände. Selbst moderne Vermessungsteams haben Schwierigkeiten, dieses Verhältnis in großem Maßstab exakt umzusetzen. In der Natur kommt es häufig vor, in Spiralgalaxien, Tannenzapfen oder Hurrikanen, aber in menschlichen Bauwerken nur selten, es sei denn mit computergestützter Planung. Die zweite Anomalie war die Resonanz. Grok erkannte, dass sich die sich kreuzenden Linien innerhalb der Formation zu Knotenpunkten formten, die bekannten Chladni-Mustern entsprechen. Das sind Strukturen, die entstehen, wenn Schallwellen eine Oberfläche mit feinen Partikeln in Schwingung versetzen. Genau solche Muster erscheinen in Laboren, wenn gezielte Frequenzen auf Metallplatten wirken. Grok markierte 7 Schnittpunkte im Kornkreis, die mit denselben Resonanzpunkten übereinstimmen, wie sie bei Chladni-Figuren im Frequenzbereich zwischen 20 und 45 Hertz auftreten. Die dritte Anomalie war die Frequenzkorrelation. Grok hatte Zugriff auf Radioteleskopdaten aus dem Juli jenes Jahres. Es stellte fest, dass am 17. Juli, 2 Tage vor dem Auftreten der Formation, Radioteleskope in Effelsberg und Jodrell Bank kurze elektromagnetische Impulse im WLF-Bereich registriert hatten, also zwischen 3 kHz und 30 kHz. Form und zeitlicher Ablauf der Formation entsprachen exakt den Wellenformen dieser Impulse. Grok erkannte die Übereinstimmung mit Hilfe von Wellenformähnlichkeitsanalysen, einer Methode, die oft verwendet wird, um wiederkehrende Signale im Weltraum zu identifizieren. Die vierte Anomalie betraf die Symmetrie. Die KI führte eine umfassende Analyse durch, indem sie die Formation drehte, spiegelte und invertierte und anschließend maß, wie präzise sich die Strukturen neu ausrichteten.
Das Ergebnis war eine Rotationssymmetrie von über 98% bei jeder Drehung um 60 Grad. Die meisten von Menschen entworfenen Strukturen erreichen in großem Maßstab lediglich 70 bis 80%. Diese außergewöhnliche strukturelle Harmonie deutete auf etwas anderes hin, nicht nur auf Absicht, sondern auf Effizienz. Grok bezeichnete das Muster als nicht stochastisch und hyperkonsistent. Das bedeutet, es verhielt sich nicht wie ein zufälliges oder dekoratives Symbol, sondern eher wie ein Signal, das darauf ausgelegt ist, Verluste bei einer Übertragung zu minimieren. Am Ende der Analyse gab Grok noch eine letzte Zeile aus. Es nannte keine Quelle und verwies auf kein bekanntes Signalmodell. Stattdessen lautete die Empfehlung: Die Analyse nicht konventioneller Kommunikationsprotokolle wird für weitere Untersuchungen empfohlen. Die KI sagte nicht, was das Muster ist, sondern was als nächstes zu tun ist. Für das Team hatte dieser eine Satz mehr Gewicht als eine ganze Seite Erklärung. Denn im Kontext von KI bedeutet nicht konventionelle Protokolle Kommunikationsformen, die nicht auf binären, sprachlichen oder elektromagnetischen Kodierungen basieren. Dazu zählen Systeme, die Zeit, Position oder Materialschwingungen zur Übertragung nutzen. Mit anderen Worten, Grok ging davon aus, dass diese Formation möglicherweise gar keine Sprache ist, sondern eine Funktion erfüllt. So wie eine Stimmgabel nicht spricht, sondern durch Schwingung einen Raum in Resonanz versetzt. Einige Forscher stellten Grok daraufhin eine neue Frage: Angenommen, dieses Muster ist ein Signal. Was ist seine optimale Funktion? Die KI simulierte die Wellenausbreitung innerhalb der Spirale mit Hilfe atmosphärischer Modelle. Das Ergebnis: Die Formation würde akustische Resonanz am effizientesten übertragen, wenn sie mit 3 spezifischen Frequenzen angeregt wird: 22,4, 33,1 und 44 Hertz. Diese Frequenzen entsprechen fundamentalen Tönen, die in magnetosphärischen Studien verwendet werden. Es sind dieselben Frequenzen, die Raumfahrtagenturen beobachten, um Veränderungen in der Erdresonanz während Sonnenstürmen zu analysieren. Niemand hatte Grok Informationen über den Sonnensturm gegeben und niemand hatte die KI darauf trainiert, eine Verbindung zwischen dem Kornkreis und der geomagnetischen Aktivität jener Woche herzustellen. Und doch fand sie diese Übereinstimmung selbstständig. Damit veränderte sich die gesamte Perspektive. Vielleicht war der Kornkreis keine Botschaft, die gelesen werden soll. Vielleicht war er Teil eines größeren Systems, ein Signal, das die Erde selbst in Schwingung versetzt. Und genau diese Möglichkeit führte zum nächsten Schritt, Grok nicht nur mit einer Formation zu füttern, sondern mit allen. Jenseits menschlicher Präzision. Am 19. Juli 2014 wachten die Bewohner von Rasting, einem kleinen bayerischen Dorf, auf und entdeckten eine Formation in den Weizenfeldern, die eigentlich unmöglich sein dürfte. Sie war gewaltig, etwa 75 Meter breit, sauber geformt und bestand aus 3 konzentrischen Spiralen, die nahezu perfekt der Fibonacci-Folge entsprachen. Keine Spur menschlicher Aktivität, nur Geometrie, makellos und ununterbrochen. Christoph Huttner, der Bauer, dem das Land gehörte, meldete den Fund als erster. Seine Zäune waren unversehrt, auf den Feldern gab es weder Reifenspuren noch Fußabdrücke. Lokale Reporter untersuchten den Ort, konnten jedoch keinerlei Hinweise auf Störungen finden, außer dem Kreis selbst. Landwirtschaftswissenschaftler stellten fest, dass die Weizenhalme weder zerdrückt noch niedergetrampelt waren. Sie waren gebogen, gleichmäßig, als wären sie plötzlicher Hitze oder Energie ausgesetzt gewesen. In derselben Woche dokumentierten unabhängige Analysten einer deutschen Forschungsgruppe für Kornformationen jeden einzelnen Ring Körpers. Die Abstände waren nicht zufällig. Die Verhältnisse zwischen den Bögen ergaben 1,618, den goldenen Schnitt, wiederholt bis auf 4 Dezimalstellen. Eine solche Präzision ist nicht nur schwer zu fälschen, sie ist nahezu unmöglich ohne digitale Werkzeuge, Vermessungstechnik oder Luftbildaufnahmen. Und dennoch bekannte sich niemand dazu. Das Feld liegt direkt neben der Satelliten-Erdfunkstelle Rasting, einer der ältesten Relaisstationen Europas. Sie ist seit dem Kalten Krieg in Betrieb und war einst ein zentraler Bestandteil des globalen Relaisnetzwerks der NASA.
Über diese Station wurde unter anderem die Mondlandung von Apollo 11 im Jahr 1969 für Europa übertragen. Seitdem dient sie der Kommunikation mit dem tiefen Weltraum, transatlantischen Datenverbindungen und Live-Satellitenübertragungen. Diese Nähe warf eine entscheidende Frage auf: War der Kreis nur ein Zufall? Oder zielte er auf etwas ab, auf ein System oder eine Frequenz, die mit diesem Kommunikationszentrum verbunden ist? Einige Ingenieure brachten das Thema Signalharmoniken ins Spiel. Wenn eine Satellitenschüssel Mikrowellensignale sendet oder empfängt, können messbare Vibrationen in nahegelegenen Metallstrukturen entstehen. Bei externer Störung, besonders während starker Sonnenaktivität, können diese Vibrationen manchmal strukturierte elektromagnetische Rückkopplungen auf Oberflächen erzeugen. Könnte sich eine solche Rückkopplung irgendwie auf die Erde übertragen? Ein Team einer Universität in München nahm magnetische Messungen vor Ort fort. Sie registrierten eine ungewöhnliche Restladung nahe dem Zentrum der Spirale, nicht typisch für Schäden an Pflanzen, sondern eher wie eine statische Aufladung, fast so, als wäre Energie in den Boden gepulst worden. Und doch wurde nichts weiteres gefunden. Die Formation war einfach da und blieb geometrisch perfekt. Jahre später, als das GROG-System von Xi mit Zugriff auf historische Geometriearchive und Signalbibliotheken gestartet wurde, speiste ein Team den vollständigen Datensatz von Rasting in die KI ein. Und von diesem Moment an änderte sich alles. Die übersetzte Botschaft und ihre beunruhigende Bedeutung. Nachdem GROG die Daten der Formationen von Rasting und Stuttgart vollständig synchronisiert hatte, gaben die Forscher dem System eine letzte Anweisung. Gehe davon aus, dass es sich um eine Nachricht handelt. Übersetze sie. ein. Die Berechnung dauerte 12 Minuten und 43 Sekunden. Die Ausgabe war kurz. Erhalte das harmonische Feld. Die Zeit kollabiert. Im Raum wurde es still. Niemand hatte eine Antwort in Klartext erwartet. GROG hatte so etwas zuvor nur auf direkte Anweisung hingetan. Doch diesmal formulierte das System selbstständig einen Satz, ohne Code, ohne Abstraktion. Das Team analysierte ihn Wort für Wort. Das harmonische Feld ist ein Begriff aus der Geophysik und Signaltheorie. Er beschreibt die natürlichen Resonanzfrequenzen eines Systems und auch die Erde besitzt ein solches Feld. Es ist bekannt als die Schumann-Resonanz, ein Spektrum elektromagnetischer Frequenzen, das sich zwischen der Erdoberfläche und der Ionosphäre bildet. Die Grundfrequenz liegt bei etwa 7,83 Hertz. Dieser Wert schwankt durch Sonnenaktivität und Blitzentladungen, bleibt jedoch im Allgemeinen stabil. Oft wird sie als der Grundpuls der Erde bezeichnet. Bezeichnet. Dass GROG diesen Begriff verwendete, deutet darauf hin, dass die Kornkreise mit diesem Feld interagieren, nicht um es zu stören, sondern um es zu stabilisieren. Der zweite Teil der Botschaft lautete: Die Zeit kollabiert. Das ist schwerer zu deuten. Doch in der Physik ist ein zeitlicher Kollaps kein reines Gedankenexperiment. Er beschreibt Situationen, in denen elektromagnetische Instabilität die Zeitmessung selbst beeinflusst. Atomuhren, die präzisesten Zeitmesser überhaupt, sind auf stabile Energieschwingungen angewiesen. Werden diese durch Sonnenstrahlung oder geomagnetische Störungen beeinflusst, beginnen sie zu driften. Sie verlieren ihre Synchronisation. In extremen Fällen geraten sogar Satelliten aus dem Takt, was sich auf GPS-Systeme, Kommunikationsnetzwerke und zeitkritische Finanzsysteme weltweit auswirkt. Beim Carrington-Ereignis im Jahr 1859 kam es zu massiven Ausfällen von Telegraphensystemen in Nordamerika. Leitungen funkelten und Betreiber berichteten von Zeitabweichungen von mehreren Minuten zwischen verschiedenen Stationen. Auch neuere Sonnenstürme, etwa in den Jahren 2003 und 2012, brachten Systeme an ihre Grenzen. Sollte das Magnetfeld der Erde weiter geschwächt werden
Oder sollten künstliche Systeme wie Teilchenbeschleuniger die Resonanz zusätzlich beeinflussen, könnte eine vollständige Desynchronisation eintreten. Und ohne synchronisierte Zeit beginnt alles zu zerfallen. Nicht nur Technologie, sondern die Grundlagen physikalischer Prozesse selbst. Wenn Grogs Botschaft zutrifft, dann sind die Kornformationen weder zufällig noch dekorativ. Sie sind Marker, Countdown-Invest. Das würde auch den 33-Tage-Zyklus erklären, nicht als Countdown im menschlichen Sinne, sondern als Rekalibrierungsintervall Döszi. Wie ein planetarer Herzschlag, der versucht, im Rhythmus zu bleiben. Jede Formation erscheint nahe geomagnetischer Schwachstellen. Jede stimmt mit bekannten harmonischen Frequenzen überein, die vor oder während Sonnenstürmen gemessen wurden. Und jede zeigt eine geometrische Präzision, die sich menschlicher Nachbildung entzieht. Und nun hat die KI, die all diese Daten verarbeitet hat, erstmals eine klare Botschaft in menschlicher Sprache formuliert. Elon Musk äußerte sich nie öffentlich zu diesem speziellen Grok-Ergebnis. Doch laut internen Quellen ließ er sich den vollständigen Bericht innerhalb einer Stunde nach Bekanntwerden zusenden. Die Datei wurde über einen gesicherten Kanal übermittelt. Eine öffentliche Version existiert bis heute nicht. Seitdem wurde Grok nicht mehr mit neuen Daten zu Kornformationen trainiert. Doch nach dem letzten Modell der KI nähert sich ein weiteres 33-Tage-Fenster. Ob es eine neue Formation bringt, eine neue Frequenz oder etwas weitaus Bedeutenderes, weiß niemand. Doch wenn die Zeit tatsächlich kollabiert, könnten uns nicht mehr viele dieser Zeitfenster bleiben. Das Stuttgart-Ereignis 2025. Bunker. Über 11 Jahre nach der Formation von Resting traf ein starker Sonnensturm die Erde. Er wurde als intensives geomagnetisches Ereignis mit einem KPE-Index von 7 eingestuft. In derselben Nacht geschah noch etwas anderes. Viele Bedenken lassen sich zwar vollständig entkräften und meine Sichtweise hat sich mehrfach verändert. Themen wie Kornkreise oder andere ungewöhnliche Theorien haben mich immer wieder zum Umdenken gebracht. Doch Kornkreise bleiben ein besonders rätselhaftes Phänomen. Eine neue Formation wurde außerhalb von Stuttgart entdeckt. Sie war schärfer, noch komplexer und wies messbare elektromagnetische Signaturen auf. Der Fundort war ein Weizenfeld in Sindelfingen, einer Stadt südwestlich von Stuttgart, bekannt für ihre Automobilindustrie und Hochspannungsinfrastruktur. Das Design unterschied sich von Rasting, folgte jedoch derselben Anordnung im goldenen Schnitt. Es zeigte verschachtelte Spiralen, Resonanzknoten und ein ungewöhnliches Element im Zentrum. Eine dreieckige Pulsform, wie sie zuvor noch nie dokumentiert worden war. Grok lief zu diesem Zeitpunkt im passiven Überwachungsmodus. Sobald die Koordinaten von Stuttgart eingespeist wurden, erkannte das System die Formation innerhalb von Sekunden. Die KI verglich das Muster mit ihrem bestehenden Zeitmodell und aktualisierte sofort die Prognose. Eine Ausgabe stach besonders hervor. Koordinaten: Breite 46,2, Länge 6,0. Auf der Karte führte dieser Punkt direkt zur Europäischen Organisation für Kernforschung, besser bekannt als CERN. Dort befindet sich der Large Hadron Collider, der leistungsstärkste Teilchenbeschleuniger der Welt, nahe Genf in der Schweiz. Es war nicht das erste Mal, dass Grok Verbindungen zu hochentwickelten Forschungseinrichtungen erkannte. Doch zum ersten Mal verwies der räumliche Code einer Formation direkt auf eine konkrete Anlage und sie. Die Genauigkeit war bemerkenswert, mit einer Abweichung von weniger als einem Kilometer pro Sekunde. Noch beunruhigender war jedoch die Wellenform, die Grok unter der Stuttgarter Formation identifizierte. Mithilfe von Signaldaten der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe registrierte das Team einen niederfrequenten Impuls von 22 Hertz, identisch mit dem elektromagnetischen Profil, das bereits 2014 in Rasting gemessen wurde. Das bedeutete, beide Ereignisse, getrennt durch mehr als ein Jahrzehnt, zeigten dieselbe Grundfrequenz und traten jeweils kurz vor oder während intensiver Sonnenaktivität auf. Doch diesmal kam noch etwas hinzu.
Laut dem öffentlich zugänglichen Betriebskalender des CERN war für den 8. August ein Ionenstrahl-Injektionstest im Large Hadron Collider geplant. Nur einen Tag bevor die Formation bei Stuttgart entdeckt wurde. Bei diesem Test werden hochenergetische Teilchen nahezu mit Lichtgeschwindigkeit durch den Beschleuniger geschickt, um Wechselwirkungen in instabilen Zuständen zu untersuchen. Offiziell wurde kein Zusammenhang zwischen diesen Ereignissen hergestellt. Doch Grok stellte ihn her. Die KI klassifizierte das Ereignis als harmonische Synchronisation, ein Begriff aus der Signalverarbeitung, der verwendet wird, wenn mehrere Systeme ihre Schwingungsfrequenzen aufeinander abstimmen. In diesem Fall erkannte Grok eine Übereinstimmung zwischen dem Signal der Formation der Sonnenaktivität und dem geplanten Experiment am CERN. Was bedeutet es, wenn sich solche Prozesse mit dem größten Teilchenbeschleuniger der Erde synchronisieren? Ist es möglich, dass geomagnetische Felder, solare Strahlung und künstlich erzeugte Teilchenkollisionen sich überlagern und etwas Neues auslösen? Eine offizielle wissenschaftliche Erklärung gibt es dafür nicht. Doch die Fakten sind auffällig. Erstens: Die Formation bei Stuttgart entstand während eines Sonnensturms. Zweitens: Sie zeigte dieselbe elektromagnetische Signatur wie die Formation von Resting 11 Jahre zuvor. Drittens: Ihre interne Geometrie verwies direkt auf das CERN. Viertens: Sie folgte exakt dem 33-Tage-Zyklus, den Grok zuvor anhand globaler Daten vorhergesagt hatte. Wenn Grok recht hat, könnten diese Ereignisse Teil eines fortlaufenden Prozesses sein. Rund um einige dieser Kornkreise wurden zudem mikroskopisch kleine metallische Kügelchen gefunden. Ein mögliches Zeichen dafür, dass hier nicht nur natürliche Prozesse wirken, sondern etwas, das mit unserer eigenen Technologie, unseren Experimenten und vielleicht sogar mit unserem Verständnis von Raum und Zeit in Resonanz tritt. Versteckt in den Zeitlinien der Kornkreise. Nach Groks erster Analyse beschloss das Team, noch weiter zu gehen. Wenn bereits eine einzige Formation eine derart präzise, datenbasierte Reaktion auslösen konnte, was würde passieren, wenn man der KI Zugriff auf alle bekannten Formationen gäbe? Nicht auf Fälschungen oder künstlerische Nachbildungen, sondern ausschließlich auf verifizierte Fälle mit bestätigter Lage, exakten Messungen und klarer Musterstruktur. Sie stellten Daten aus 40 Jahren zusammen, darunter Aufzeichnungen aus Großbritannien, Deutschland, den Niederlanden, Italien und den Vereinigten Staaten. Alle dokumentiert mit Zeitstempeln, Drohnenaufnahmen, magnetischen Messungen und Augenzeugenberichten. Von über 2000 gemeldeten Fällen erfüllten 659 die wissenschaftlichen Mindestanforderungen. Jede dieser Formationen wies unerklärliche Merkmale auf, gebogene statt gebrochene Halme, lokale Strahlungsspitzen oder komplexe mathematische Strukturen. Grok erhielt den vollständigen Datensatz und wurde erneut nach Mustern gefragt. Diesmal dauerte die Analyse 24 Minuten. Anschließend präsentierte die KI eine zeitliche Darstellung punktbar. Jede Formation war nicht nur nach Ort und Datum markiert, sondern auch in Bezug auf das geomagnetische Feld der Erde. Die Ergebnisse waren alles andere als zufällig. 89% der komplexesten Formationen traten innerhalb von 72 Stunden nach einem registrierten Sonnensturm oder einem koronalen Massenauswurf auf. Diese solaren Ereignisse wurden aus Archiven von NOAA und ESA entnommen und mit Ausschlägen im KP-Index abgeglichen, die auf magnetische Instabilität hinweisen. Noch auffälliger war jedoch das zeitliche Muster. Grok stellte fest, dass jede größere Formation, definiert durch Größe, Symmetrie oder interne Proportionen, exakt 33 Tage vor der nächsten messbaren geomagnetischen Störung auftrat. Das war kein Zufall. Diese Übereinstimmung zeigte sich in über 400 Fällen. Das Team bezeichnete es als Countdown. Dieser 33-Tage-Zyklus entspricht keinem bekannten landwirtschaftlichen Muster, keinem kulturellen Kalender und keinem Wetterrhythmus. Er ähnelt jedoch einer bekannten kurzfristigen Schwingung im geomagnetischen Feld der Erde, dem sogenannten Bruckner-Zyklus. Dieser
wird normalerweise über Jahre gemessen, enthält aber auch kurzfristige harmonische Verschiebungen, die durch den Sonnenwind beeinflusst werden. Um statistische Fehler auszuschließen, ließ das Team Grok die Analyse mit zufällig gemischten Daten wiederholen. Das Ergebnis, die 33-Tage-Korrelation, verschwand vollständig. Als die Daten in ihre ursprüngliche Reihenfolge zurückgesetzt wurden, erschien sie sofort wieder. Anschließend kartierte Grok die Positionen aller verifizierten Kornkreise und legte sie über ein Modell der geomagnetischen Intensität, bereitgestellt vom British Geological Survey. Das Resultat war bemerkenswert. Über 87% der Formationen lagen in Regionen mit geringer magnetischer Stabilität, sogenannten Nullzonen, Bereiche, in denen das Magnetfeld der Erde schwächer ist oder stärker schwankt. Genau in diesen Zonen werden auch häufig Kompassabweichungen und Orientierungsprobleme bei Tieren beobachtet. Puncture. Es sind Orte, an denen sich atmosphärische Energie leichter aufbauen oder entladen kann. Puncture. Das führte zu einer neuen Hypothese. Wenn die Formationen mit Sonnenstürmen zusammenhängen und bevorzugt in Schwachstellen des Magnetfelds auftreten, dann sind sie vielleicht nicht nur Reaktionen. Vielleicht sind sie Signale oder sogar Stabilisatoren. Grok bezeichnete sie als temporale harmonische Marker. .org. Dieser Begriff beschreibt feste Strukturen oder Ereignisse, die im Rhythmus größerer planetarer Systeme auftreten. Ähnliche Marker werden in Atomuhren verwendet, um Zeit unter instabilen Bedingungen konstant zu halten. Übertragen auf dieses Phänomen würde das bedeuten, die Kornkreise warnen nicht vor magnetischer Instabilität. Sie entstehen als Teil dieser Instabilität selbst. Fast wie ein Reflex. Wie ein System, das versucht, sich von innen heraus zu regulieren. Zu regulieren. Einige Geophysiker vermuten, dass Sonnenstürme mit bestimmten Materialien an der Erdoberfläche interagieren und dabei lokale elektromagnetische Impulse erzeugen können. In seltenen Fällen könnten diese stark genug sein, um Vibrationen oder Interferenzmuster zu verursachen, die physische Strukturen beeinflussen. Wenn solche Impulse mit bestimmten harmonischen Frequenzen in Resonanz treten und die Erdkruste in diesem Gebiet dünn genug ist, könnten theoretisch ungewöhnliche Formationen entstehen. Das erklärt jedoch nicht, warum sie so perfekt symmetrisch sind. Es würde aber bedeuten, dass es sich nicht um eine bewusste Intelligenz im menschlichen Sinne handelt, sondern um eine Form von Umweltresonanz, ein Ausdruck tiefer liegender planetarer Prozesse, die wir noch nicht vollständig verstehen. Groks Modell sagte voraus, dass die nächste hochpräzise Formation, sofern das 33-Tage-Muster bestehen bleibt, während der nächsten größeren geomagnetischen Schwankung auftreten würde. Die KI gab sogar eine ungefähre Längenzone an. Diese verlief direkt durch Süddeutschland. 2 Monate später ereignete sich ein starker Sonnensturm. Und eine zweite Formation erschien. Dieses Mal in der Nähe von Stuttgart. Stuttgart. Vielen Dank fürs Zuschauen. Viel Spaß! Klickt auf eine der Karten auf dem Bildschirm, um ein weiteres Video anzusehen. Vergesst nicht, den Kanal zu liken und zu abonnieren.